Natürlich hast du vor Gericht eine Chance. Die werden mir kein Wort glauben. Im Gegenteil, die werden mir jedes einzelne Wort im Mund herumdrehen. Marlene, jetzt hör mir mal zu. Ich habe deine Verletzungen gesehen. Deine Blutergüsse an den Handgelenken, wo dich festgehalten hat. Und an den Schultern. Und ich habe dich gesehen. Du standest völlig unter Schock, so habe ich dich noch nie erlebt. Und wenn du es schaffst, vor Gericht genau diese Geschichte zu erzählen, dann muss man dir nur in die Augen gucken und alle sehen, dass es die Wahrheit ist. Kann ich wohl mit allein sein? Okay. Ich habe Angst, dass du irgendwelche Dummheiten machst, weil du die Nerven verlierst. Abgesehen davon kannst du sie doch gar nicht kündigen. Dazu brauchst du doch Clarissas Zustimmung. Ja? Und genau deswegen schleimt sich Sonja bei Clarissa ein. Tanja, im Gegensatz zu dir versucht sie einfach nur professionell zu arbeiten. Sebastian, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf deiner Seite! Und deshalb will ich, dass du dich beruhigst und dich nicht provozieren lässt. Ich lasse mich nicht provozieren, ich werde provoziert. Und ich muss jetzt los. Was? Ins Gericht. Marlenes Prozess, Viel Glück. Es war ein Riesenfehler, dass ich sie allein gelassen habe. Das war doch klar, dass dieser Kerl sie bearbeiten würde. Die Hauptsache ist, dass sie bereit ist zu kämpfen. Und du glaubst, es ist sie? Tanja. Hey, ich wollte dir alles Gute wünschen. Vielen Dank, ich kann Glück echt ganz gut gebrauchen. Marlene, ich habe nicht Glück gesagt. Du hast das Recht auf deiner Seite. Und du hast Sebastian, er sieht nicht immer so aus, aber er kann ein ziemlich harter Knochen sein. Marlene, alles in Ordnung? Ich weiß nicht, ob ich das durchstehe. Aber ich. Dieser Kerl ist ein Abszess am Arsch der Gesellschaft. Und du lässt ihn nicht davonkommen. Und wenn er überhaupt nicht verurteilt wird? Dann hast du es wenigstens versucht. Das Wichtigste ist, dass du dich wehrst und dir wieder in die Augen schauen kannst. Marlene, zeig es diesem Stück Dreck. Mach ihn fertig. So dass er sich wünscht, er wäre dir nie begegnet. Okay. Und Tanja? Danke. Soll ich noch mal nach ihr sehen? Bringen wir es hinter uns. Dem Angeklagten Alexander Reinsberg wird zur Last gelegt, an besagtem Datum Nebenklägerin Marlene von Lahnstein vergewaltigt zu haben. Frau Anwältin, bitte. Danke, Herr Vorsitzender. Ich rufe meinen ersten Zeugen auf, Herrn Luca Fontanello. Sie haben zu Protokoll gegeben, dass Frau von Lahnstein eine knappe Woche vor ihrer angeblichen Vergewaltigung im Restaurant Schneiders mit einem Gast geflirtet hat. Das ist richtig. Einspruch. Ich sehe nicht, welche Relevanz das für unseren heutigen Prozess hat. Es geht mir darum, typische Verhaltensmuster der Nebenklägerin aufzuzeigen. Einspruch abgelehnt. Bitte fahren Sie fort. Danke. Hatten Sie den Eindruck, dass die beiden sich schon kannten? Einspruch. Die Frage zielt auf reine Vermutung. Gut, dann anders formuliert. Hatten Sie den Eindruck, dass die beiden an diesem Abend sich gut verstanden haben? Zunächst ja. Aber dann hat Frau von Lahnstein plötzlich wütend das Restaurant verlassen.
Ich wüsste jetzt wirklich gerne, was die Kollegin uns damit zeigen möchte. Dass Frau von Lahnstein offenbar häufiger den Kontakt zu fremden Männern sucht und den Abend dann in einem Zerwürfnis enden lässt. Vielleicht hat Frau von Lahnstein auch nur eine gewisse Neigung zur Promiskuität. Einspruch. Sie stiften hier nicht nur den Zeugen zu haltlosen Mutmaßungen an, Sie werfen auch noch selbst mit Diffamierungen um sich. Und nur zu Ihrer Information, Frau Kollegin, Promiskuität wird definiert als häufig wechselnder Geschlechtsverkehr. Ein verbaler Flirt ist davon doch sehr weit entfernt. Ich versuche nur, den Charakter Ihrer Mandantin besser einzuschätzen. Einspruch abgelehnt. Und Frau von Lahnstein hat aktiv mit dem Angeklagten geflirtet. Ja, schon, aber... Und ist aus freien Stücken mit Herrn Reinsberg mitgegangen. Einspruch, die Zeugin wird zur Mutmaßung aufgefordert. Schildern Sie uns bitte Ihren Eindruck. Die beiden wirkten einvernehmlich. Danke. Keine weiteren Fragen. Ging es bei Ihrem Streit an dem besagten Abend nicht vielmehr darum, dass Sie Ihrer Schwester kurz zuvor den Mann ausgespannt hatten? Einspruch, das hat alles nichts mit unserem aktuellen Fall zu tun. Ich versuche nur, den genauen Verlauf des Abends zu klären. Man könnte also sagen, Ihre Schwester war in ihrem Stolz gekränkt, musste sich vielleicht beweisen, dass sie immer noch attraktiv für andere Männer ist. Einspruch, wiederholte Mutmaßung. Im Gegensatz zu Ihnen kann ich keine Gedanken lesen. Einspruch abgelehnt. Fahren Sie fort. Möglicherweise ist sie dabei weitergegangen, als ihr hinterher lieb war. Ihre Frau hat sie vor ein paar Monaten belogen und ihnen eine Schwangerschaft vorgetäuscht. Einspruch. Die Ehe zwischen meiner Mandantin und Hagen von Lahnstein steht hier nicht zur Debatte. Dafür aber die Glaubwürdigkeit Ihrer Mandantin. Sie werden doch verstehen, dass ich einer solch ungeheuerlichen Lüge auf den Grund gehen muss. Fahren Sie fort. Herr Reinsberg kann bezeugen, dass Tristan von Lahnstein ihm selbst von der vorgetäuschten Schwangerschaft erzählt hat. Marlene war in einer Ausnahmesituation. Sie meinen, sie wusste sich nicht anders zu helfen? Ja, genau. Danke. Ich halte fest. In Situationen, in denen sie überfordert ist oder sich nicht anders zu helfen weiß, neigt Frau von Lahnstein dazu, die Unwahrheit zu sagen. Ich gebe dem Antrag der Verteidigung statt, Frau Dana Wolf erneut als Zeugin zu befragen. Bitte. Wie verhielt sich Frau von Lahnstein nach ihrer angeblichen Vergewaltigung? Sie war wie gelähmt. Dann ist sie zusammengebrochen. Ich habe erst am Nachmittag erfahren, dass Marlene Alexander gar nicht angezeigt hat. Ich habe dann bei der Beratungsstelle angerufen und die haben mir den Tipp gegeben, diese Verletzungen selbst zu dokumentieren. Das habe ich dann auch getan. Nur leider existieren diese ominösen Bilder nicht mehr. Weil Marlene sie alle vernichtet hat. Weil Alexander sie terrorisiert und eingeschüchtert hat. Mit anderen Worten, es gibt keinerlei Beweis, der die Angaben ihrer Schwester untermauern könnte. Doch. Ich habe die Verletzung gesehen mit meinen eigenen Augen. Lassen Sie mich das anders formulieren. Es gibt keinerlei Beweis, der Ihre und die Angaben Ihrer Schwester untermauern könnte. Doch. Ich habe bei der Beratungsstelle angerufen. Die zeichnen jedes Gespräch einzeln auf. Ich habe mich erkundigt. Beweist nur, dass Sie sich Informationen nach einer Vergewaltigung eingeholt haben. Nicht mehr. Was unterstellen Sie hier eigentlich? Dass die Zeugin lügt? Mit welchem Motiv? Das kann ich Ihnen sagen. Sie hatte das Gefühl, ihre Schwester unterstützen zu müssen. Bei der Vortäuschung einer Straftat. Aus einem schlechten Gewissen heraus. Weil sie ihren Mann ausgespannt hatte. Es gibt gar keine Fotos. Und keine Verletzungen. Weil es gar keine Vergewaltigung gibt. Ich rufe Marlene von Lahnstein in den Zeugenstand.
Mandantin kann uns wahrscheinlich am besten erklären, wieso sie nach der mutmaßlichen Vergewaltigung nicht direkt zum Arzt gegangen ist. Niemand weiß, wo sie steckt. Ich habe alle informiert. Warum muss dieser Prozess auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden? Marlene war der Gegenseite ausgeliefert, ohne jegliche Rückendeckung. Luca, haben Sie meine Schwägerin gesehen? Nein, das letzte Mal im Gericht. Aber Sie müssen wissen, ich wollte Sie nicht in Schwierigkeiten bringen mit meiner Aussage. Sie haben alles vollkommen richtig gemacht. Sie haben die Wahrheit gesagt. Vielen Dank. Ja, und dann... Danke. Macht diese Anwältin endlich mal richtig Dampf. Du machst besser Marlene mal so richtig Dampf. Wir haben nur eine einzige Chance. Sie muss aussagen. Sobald ich sie gefunden habe, werde ich mit ihr reden. Verlass dich drauf. Hey. Hier hat alles angefangen. Hier habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht. Wenn ich mich hier hätte untersuchen lassen, dann wäre jetzt alles anders. Du standst unter Schock. Und da kann niemand verlangen, dass du rational handelst. Dann gäbe es jetzt Beweise. Dann würde Alexander vielleicht verurteilt werden. Vielleicht wird er das ja auch so. Das glaube ich nicht. Wenn ihr ganz ehrlich seid, dann glaubt ihr das doch auch nicht. Hier habe ich gesessen. Genau an dem Platz. Eine Krankenschwester hat mich angesprochen und ich hätte einfach nur sagen müssen, was mir passiert ist. Einen einzigen Satz, verstehst du? Aber jetzt ist es zu spät. Oh mein Gott, das ist zu spät. Besser? Zu feige, um die Beweise zur Polizei zu bringen. Zu feige, um einen Prozess zu finden. Vielleicht bin ich einfach nur zu feige, um zu leben. Das ist nicht dein Leben. Das ist der Ausnahmezustand. Hörst du? Und niemand, absolut niemand, hat hier irgendetwas vorzuwerfen. Eine Vergewaltigung, das ist keine Körperverletzung, das ist ein Angriff auf die Seele. Hier bin ich gesessen, genau hier. Und wieso habe ich nicht einfach alles gesagt und jetzt alles anders? Jetzt mach dich doch nicht so fertig. Du standest unter Schock. Kann ich Ihnen helfen? Wenn jemand so offensichtlich schuldig ist wie Alexander, dann muss es einfach... Fakten zählen nicht, wenn sie hinter geschlossenen Türen geschaffen werden. Wir wollten gerade gehen. Ich bin vergewaltigt worden. Dann kommen Sie bitte mit. Nein. Es ist schon länger her, aber ich habe mich einfach nicht getraut, es anzuzeigen. Herzlich willkommen. Hallo. Oder willst du doch lieber nach Hause? Nee, das wirkt irgendwie so normal hier. Das ist schön. Hast du überhaupt Geld dabei? Nee. Ich auch nicht. Ich gehe noch mal schnell was ziehen, ja? Bis später. Was bedeutet das denn jetzt, dass sie abgehauen ist? Na, der Prozess wird fortgesetzt. Ob Marlene nun teilnimmt oder nicht. Aber in ihrer Abwesenheit wird man ihre Glaubwürdigkeit weiter untergraben. Oh, Dana. Mein Schatz. Ah, ja. Gott sei Dank, ja. Okay.
Ja, und grüß Sie von uns, ja? Marlene ist mit Dana im Schneiders. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Was wollen Sie denn hier? Guten Abend. Ich bin hier, um Ihnen ein Angebot zu machen. Was Sie zu bieten haben, das habe ich heute im Gerichtssaal gesehen. Und jetzt raus. Jetzt lass sie doch erst mal sagen, was sie zu sagen hat. Ich wollte nur sagen, dass es mir leid tut, wie das alles gelaufen ist. Schon okay, Luca. Sie haben nur gesagt, was Sie gesehen und gehört haben. Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann. Ja. Bringen Sie mir bitte die Weinkarte. Sehr gerne. Danke. Ihre Tochter ist in einer desolaten Verfassung. Das liegt wohl daran, dass dieser Prozess durch Sie zu einer einzigen Demütigung für unsere Tochter geworden ist. Ich wollte ihr einen Ausweg anbieten, um ihr einen weiteren Gesichtsverlust zu ersparen. Was soll das heißen? Es ist ja ganz offensichtlich, dass sich Ihre Tochter da in etwas hineingesteigert hat. Sie meinen, dass sie lügt? Ich könnte das Einstellen des Verfahrens bewirken, wenn Ihre Tochter sich entschließt, die Nebenklage zurückzunehmen. Warum sollte sie das tun? Erstens, weil sie den Prozess verliert. Und zweitens, weil ihr dann nicht qua Urteil bescheinigt wird, dass sie eine blühende und tendenziell paranoide Fantasie hat. So reden Sie nicht über meine Tochter. Und schon gar nicht in meiner Wohnung. Außerdem könnte ich ausschließen, dass mein Mandant eine Verleumdungsklage gegen Ihre Tochter hinterher schiebt. Das Prozedere ist denkbar einfach. Eine Unterschrift genügt. Danke. Bitte geben Sie nicht auf. So, und jetzt verschwinden Sie. Raus hier, sofort. Thomas, Sie müssen doch irgendwie nachempfinden können, was Marlene da durchmacht. Sie sind doch auch eine Frau. Ich glaube nicht an feministische Solidarität. Ich glaube an Beweise. Guten Abend. Ja, war ja zu erwarten, dass Sie irrational reagieren. Nein, ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Dann muss es eben anders gehen. Und ich weiß auch schon wie. Ganz ruhig. Ich will nur mit dir reden. Darf ich? So wie ich das sehe, ist dein Zustand der beste Beweis dafür, dass du dich verrannt hast. Aber das muss nicht so bleiben. Ich kann dir dabei helfen, deine Fehler zu korrigieren. Es ist ganz einfach. Und du musst deine Familie und deine Freunde nicht weiter quälen. Papa, nein! Lass mich los! Nein, lass mich los, Mann! Ich mach Sie fertig, hören Sie? Sie sind ja genauso irre wie Tristan. Und Sie werden das bezeugen. Wie blöd. Ich habe nichts gesehen. Du bist doch! Lass die Finger von meiner Tochter! Falls du es immer noch nicht begriffen hast, ich werde morgen als unbescholtener Mann den Saal verlassen, während deine Karriere beendet ist. Alles gut. Dan hat mich gerade angerufen. Marlene ist zu Hause. Was willst du hören? Dass du die Situation im Griff hast. Marlene verlässt sich auf dich. Ja, und sie wusste genau, was auf sie zukommt. Wir haben wochenlang das Für und Wider einer Anklage erwogen und sie hat sich dafür entschieden. Ach, Tristan, dieser Prozess war von Anfang an ein Risiko, weil wir nichts in der Hand haben. Marlene hat alle Beweise zerstört, sie hat sich mal für nötig befunden, sich untersuchen zu lassen. Ich kann nicht zaubern. Was soll das heißen? Dass du den Prozess verlierst? Das soll heißen, dass jetzt alles von ihrer Aussage abhängt. Wie oft soll ich dir das noch erklären, verdammt nochmal? Wenn sie das nicht packt, dann kann ich auch nichts mehr für sie tun. Graf Landstein, Frau Luise Mertens. Guten Abend. Ich bin hier, um Ihnen ein Angebot zu unterbreiten. Na, dann schießen Sie mal los. Ich habe bereits mit Familie Wolf gesprochen. Allerdings haben Sie, sagen wir, extrem emotional auf den Vorschlag reagiert, die Nebenklage Ihrer Tochter zurückzuziehen. Emotional? Ja, das sagte ich gerade. Wenn sie
nicht ganz schnell von ihr verschwinden, dann werde ich gleich extrem emotional. Und irgendwelche Lösungen? Mensch, Tristan, hast du hier geschlafen? Schlafen war übertrieben. Ich habe nachgedacht. Hm. Und worüber? Über Marlene. Ich weiß, dass ich gestern noch anderer Meinung war, aber ich denke, sie sollte das Angebot annehmen und die Klage zurückziehen. Verehrte Marlene von Lahnstein, mein Name ist Soraya Lemarque und ich schreibe Ihnen, weil ich von Ihrem Fall in der französischen Presse gelesen habe. Ich bin, wie Sie, ein Opfer sexueller Gewalt. Und ich habe es im Gegensatz zu Ihnen versäumt, den Täter zur Verantwortung zu ziehen. Mag sein, dass wir diesen Prozess verlieren. Aber nur, weil sich das Gesetz mal irrt, kann das nicht bedeuten, dass man sich ihm entzieht. Und mit einem Verzicht auf ein Urteil schneidet man sich selbst jegliche Ehre ab. Welche Ehre, Marlenes oder deine? Tristan, beruhig dich. Ich war jahrelang schwer depressiv, habe mir selbst die Schuld gegeben, bis ich eines Tages von Rien hörte, eine Opferorganisation in Paris. Dort wurde mir klar, dass ich kein Einzelfall war und bin. 7 von 10 Vergewaltigungen bleiben ungesühnt. Du redest wie ein General, der seine Soldaten in die Schlacht schickt, obwohl er ganz genau weiß, dass sie längst verloren ist. Deine Arroganz hat absolut gar nichts mit dem zu tun, was Marlene jetzt braucht. Jede Frau, der so etwas passiert, ist am Boden. Und wenn sie dann auch noch den Prozess verliert, dann steht sie vielleicht nie wieder auf. Und daher ist es wichtig, dass es Frauen wie Sie gibt. Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und daher eine Stimme haben. Die ihr Gesicht zeigen und sich nicht in der Demütigung verkriechen. Ich scheiß auf dein Gesetz, wenn es dem Menschen, den ich liebe, die Seele zerreißt. Tristan, wo willst du denn jetzt hin? Wohin schon? Lassen Sie das Sprechen über das Schweigen triumphieren. Den Mut über die Scham. Und hoffentlich auch das Gesetz über das Verbrechen. Wir müssen noch mit Marlene reden über dieses Angebot. Wir können dieses Angebot nicht annehmen. Dana? Nee, das glaube ich nicht. Sie wollte direkt zum Gericht kommen. Lass mal, ich mach schon auf. Vielleicht will sie auch, dass es vorbei ist. Wenn sie sich dazu entschließt, dann dürfen wir sie nicht kritisieren. Das sehe ich genauso. Obwohl ich hoffe, dass sie die Sache endlich durchzieht. Guten Morgen. Morgen? Ist Marlene schon wach? Nee, sie schläft noch. Ach, kommen Sie doch rein, wir sind gerade am Frühstücken. Danke. Wir sollten uns kurz unterhalten. Ich denke, wir sind uns einig darüber, dass Marlenes Leidensfähigkeit eine neue Grenze überschritten hat. Möglicherweise ja. Die Anwältin der Gegenseite war so nett, auch uns einen Besuch abzustatten. Ihr Angebot ist natürlich eine echte Unverschämtheit, aber... Aber? Jetzt mal raus damit. Angesichts der Tatsache, dass Alexander den Gerichtssaal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als freier Mann verlassen wird, sollte Marlene das Angebot in Betracht ziehen, um sich eine Demütigung zu ersparen. Offenbar hat Marlene Dana gestern angedeutet, dass sie sich tatsächlich überlegt, das Ganze fallen zu lassen. Guten Morgen. Oh, hallo, Schatz. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen? Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, bevor ich mich fertig mache. Oh, heißt das, du machst weiter? Ja. Das ist ein sehr mutiger Schritt von dir, Marlene. Aber ich mache mir große Sorgen um dich. Und ich will, dass du weißt, dass jeder es verstehen wird, wenn du die Klage zurückziehst. Das kann ich nicht. Es gibt einfach Dinge, die sind größer als man selbst. Und die wären? Gerechtigkeit zum Beispiel. Die ist nämlich alles andere als selbstverständlich. Ich habe eine Stimme, also werde ich sprechen.